Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Gelehrten, es freut mich so sehr, heute mit euch durch die moderne Medien zu sein. Aber wegen vieler Verantwortung, die man auf der globalen Ebene angenommen hat, hat es nicht ermöglicht, dass man mit euch heute physikalisch oder persönlich ist. Aber dennoch, im spirituell und mental bin ich mit euch in diesem großen Tag von der afrikanischen Muslimgemeinde Deutschlands. Es ist ein Meilenstein, die wir errungen haben, und es ist auch ein Zeichen für die friedliche Zusammenleben mit unseren nicht-muslimischen deutschen Bürger und Bürgerinnen. Und wir hoffen, anhand dieser Verein oder Dachverein werden wir mit unseren deutschen Nachbarn und Nachbarinnen in eine strategische Partnerschaft miteinander wirken, zusammen für Entwicklung die deutsche Bürger mit Migrationshintergrund und Ausländer allgemein. Wir bedanken uns auch bei der Regierung von Nordrhein-Westfalen für die Anwesenheit oder Vertreter, die sie geschickt haben, und alle Ehrengäste, die unsere Einladungen angenommen haben, mit uns heute zu sein. Und für meine Geschwister im Islam habe ich nur eins. Diesen Tage ist nicht nur da, damit wir uns einweihen, sondern es ist ein Tag, die eine Stadt für eine harte Weg für uns, die Suche nach Erfolg für unsere Nachwuchs, das heißt unsere Jugendliche, die viele Statistiken belegt haben, dass die in schulischer Bildung ein bisschen benachteiligt sind. Benachteiligt sind die, aber es gibt viele Möglichkeiten, diese Berichte ernst zu nehmen, viele Maßnahmen zu ergreifen, um den Erfolg von unseren Jugendlichen an deutschen Schulen und Universitäten weit voranzubringen. Deswegen werden wir heute noch die AUG Foundation Scholarship vorstellen, die als einer der Bestandteile von unseren Objektiven für Jahr 2014-2015 sein wird. Und auch die Zusammenarbeit mit unseren weiblichen Partnern oder unsere Schwestern und Müttern werden wir verkraften, weil ohne unsere Schwestern und Müttern werden wir heute nicht sein. Islam ist eine der Beispiele, die viele Vorurteile widerlegt, wo jedoch viele Leute gucken an ein paar schlechte Beispiele, um an alle Muslime diese Beispiele zu ziehen.
Aber was Islam bestärkt haben in der Vergangenheit bis heute, sind Frauen. Die waren intelligente Frauen, starke Frauen, die sie eingesetzt haben, damit dass dieser Glaube bis heutzutage an uns kommt. Der Glaube ist gekommen, um Ausgeglichenheit oder Ausgewogenheit in unserem Leben für uns zu schaffen. Der Glaube hat uns den Umgang mit Materialismus gelehrt und genauso hat es uns gleichzeitig den Umgang mit Spiritualität auch beschert. Ein großes Beispiel ist es, dass wenn wir in unsere weltlichen Geschäfte irgendwas nicht mehr verstehen, es heißt nicht, wir müssen unser Leben zu Ende bringen durch Selbstmord oder irgendwelche schreckliche Wege, sondern die Spiritualität und hier islamische Spiritualität hat uns genau gezeigt, wie wir mit den Fehltaten oder Fehler oder Misserfolg in unserem Leben als Menschen also handeln werden. Wir müssen unser Bestes tun, die Lösung, also konstruktive Lösungen zu finden. Wenn das nicht möglich ist, müssen wir durch Gebet und Geduld ausharren, bis die Lösung kommt. Das heißt, Geduld, bis die Lösung kommt, aber nicht die schreckliche Ende an uns selber tun. Das ist ein Beispiel für materialistische und spiritualistische, also Ausgewogenheit, die wir durch Islam haben. Die Religion ist da auch als ein Rezept für menschliches Zusammenleben, weil wir sind gelehrt worden im Koran vor 1400 Jahren, dass im Koran sinngemäß geschrieben wurde: O ihr Menschen, wir haben euch aus einer weiblichen und männlichen erschaffen und haben euch in Völkerschaften, Stämmen erschaffen, damit dass ihr einander kennenlernt. Wahrlich, die Beste unter euch ist der Edelste unter euch oder die Gottesfürchtigen unter euch. Dennoch hat der Prophet von Islam, Prophet Mohammed, möge Allah Segen und Barmherzigkeit auf ihm sein, diese Verse von der Koran erläutert. Und er meinte: O ihr Menschen, euer Herr hat euch Bescheid gegeben in den Koran, dass einer von euch ist nicht besser als die andere, sondern der Maßstab von besser sein ist nur derjenige, der das Beste tut unter euch. Dieser hat keine Farbe, Ethnizität oder Nationalität als Maßstab genommen, sondern nach der Gottesfurcht und guter Tat. Der Prophet sagte weiter: O ihr Leute, ihr sollt wissen, dass ein Araber ist nicht besser als eine Nicht-Araber, und so ist ein Nicht-Araber besser als ein Araber. Genauso ist eine Schwarze nicht besser als eine Weiße und eine Weiße nicht besser als eine Schwarze, sondern durch Frömmigkeit seid ihr voneinander, also auf eine Ebene genommen. Liebe Geschwister, liebe Nachbarn, liebe Ehrengäste, heute ist ein Tag, den wir alle feiern dürfen,
wie Johann Wolfgang von Goethe, einer der Ehren deutscher Bürger, in seine Divane geschrieben hat. Er hat gewünscht, dass ein Tag wird kommen, wo alle Konfessionen, ungeachtet dessen Glaube, zusammenführen, nur um die Ehre von ihrem Herrn zu feiern, aber nicht aufgrund von wer die sind, also die Verschiedenheit oder Unterschiedlichkeit zwischen denen, sondern die sollen diese also anders sein als Einzigartigkeit sehen, diese zu zusammenleben und Wertschätzung für die Werten voneinander also lernen. Und in einem Beispiel hat Johann Wolfgang von Goethe uns nochmal gesagt, dass Salman, auch ein Dichter von Persien damals, als seine Zwillingbruder bezeichnet hatte. All dies hat eine Gründe. Und er hat sie wohl in seine östliche Umgebung gefühlt als seine Frankfurter Umgebung. All dies gibt es eine Lehre. Das heißt, den Islam predigt uns, egal wo wir sind auf die Erde, heimlich zu fühlen und daheim zu sein. Weil letztendlich hat unser Herr, Allah der Erhabene, in der Koran uns gelehrt, in der Surah oder Kapitel von Luqman, in den letzten Versen, sinngemäß: Keiner von euch weiß, wenn er oder sie sterben wird. Und keiner von euch weiß, wo er oder sie sterben wird. Das ist eine Sache. Deswegen sollen wir in eine strategische Zusammenarbeit als eine Familie, ungeachtet unsere Unterschiede, die wir haben im Glauben, Ethnizität, Hauptfarbe, Sprache oder gar irgendeine weitere Unterschied. Dies sind nur als Versuchung für uns zu sehen, ob ich als ein schwarzer Mensch mich erheben werde, nur aufgrund meiner Hautfarbe, dass ich besser bin als eine Weiße, oder meine weiße Nachbar sich erheben wird gegen mich, dass er besser ist als ich wegen seiner Hautfarbe. Aber die guten Taten, die wir miteinander, füreinander tun, füreinander da sein, in gute oder schlechte Zeiten, das ist, was zählt. Und hier müssen wir ergreifen, um zu sehen, wie wir als Menschen einander helfen werden. AUG oder die African Muslim in Germany ist heute da, und wir hoffen, es wird ein Werkzeug sein, um Brücken zu bauen, nicht die Gesellschaft auseinanderzubringen. Dies habe ich gesagt, weil es gibt viele Dinge, die heute um uns herum passieren, im Namen des Glaubens. Aber wir wissen von unseren Primärquellen als Muslime, dass es gesagt wurde in die heilige Schrift, Koran, dass wer eine unschuldige Seele nimmt, eine einzige unschuldige Seele auslöscht, es sei, wie er die ganze Menschheit ausgelöscht hat. Und genauso ist es, wer eine Seele rettet, eine einzige Seele, es sei, wie er die ganze Menschheit gerettet hat. Das sind die Quellen, mit denen wir arbeiten. Wir lehnen uns nicht an Leute, die sich Schlaumeier darstellen in unserer Religion. Wir gehen an die Quelle und nicht an Leute, die
durch Politik oder nationalistische, also Grundlagen, irgendwas hinter der Religion von Islam stecken, um ihre eigene Interesse zu betreiben. Da halten wir uns fern und wir werden uns bemühen, die spirituelle Quelle zu folgen, damit dass wir Frieden mit unseren Nachbarn haben, Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn durchführen, damit dass wir alle gute Sachen für unsere Mitmenschen erreichen werden. Das sind die Sachen, die wir haben, und das sind die Grundlage für unsere Existenz, und wir haben uns auch immer wertgeschätzt, wie unsere deutsche, nicht-muslimische Nachbarn uns mit zwei Armen aufgenommen haben, als ihre eigene, egal wie wir sind im Lande, als ihre eigene. Durch die Sicherheit sind wir geschützt. Als ihre eigene, durch ihre Bildung, sind wir gebildet. Als ihre eigene, die medizinische oder Gesundheitssystem, zusammen genießen. Als ihre eigene, durch die volkswirtschaftliche Beiträge, die wir leisten, als auch unsere deutsche, Ansässigen leisten. Die Deutsche, Deutschland als eine starke Nation, die Welt voranzubringen. Dies sind Sachen, die uns zusammenbringen. Und wir müssen uns auf diese Sachen konzentrieren, anstatt Sachen, die uns spalten. Ich werde meine Worte hier zu Ende bringen, nach den Worten lange Rede, kurzer Sinn. Und ich hoffe, heutzutage wird einfach nur richtig gefeiert im Namen der strategischen Zusammenarbeit und im Namen der Stärken der Spiritualität im Glauben, um miteinander friedlich und in Harmonie zu leben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und ich bitte, dass ihr alle Sachen, die ihr beobachtet, was nicht gestimmt hatte, sollt ihr richtig auf die richtigen Kanäle kommunizieren, damit das uns in der Zukunft in solche Veranstaltungen bessern. Letztendlich sind wir Menschen. Wir haben das Recht, Fehler zu machen, aber dennoch mit konstruktiven Vorschlägen und Kritik werden wir uns bessere Menschen sein. Ich bedanke mich bei euch und ich lasse euch mit der friedlichen Grüße im Islam, dass Friede sei mit euch sein. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dear brothers and sisters in Islam, dear non-Muslim neighbors, and dear politicians who have summoned here to witness this great occasion, which has been a milestone in the existence of the African Muslim community of Germany. Today is not a day to celebrate just because we have achieved this. It is a day to celebrate because we finally found an umbrella organization that will be a mouthpiece of the community in building bridges with our German fellow or German folk to be able to bring up developmental projects for our communities in Germany. For definitely, many statistical reports have pinpointed to the fact that most immigrant persons or youth are disadvantaged at the educational achievements in various schools and universities. This is nothing to actually worry about, but it is actually a wake-up call
for us to find out programs and interventions to assist our youth or the upcoming generation. And that's why today in this celebration there will be the commemoration of the AUG Foundation Scholarship, which is to see to the need, educational need of the African Muslim community of Germany. We will in our own small way try to support as much as we can. But remember, one man alone cannot stand the wind, and two heads are better than one. And that's why we will work in a strategic partnership with our German natives to come up with interventions appropriate in addressing this issue. And remember, if we fail to do that for the youth and the upcoming generation, we have failed the entire community. This is one of the cornerstones of the action plan for 2014-2015. And also, we shouldn't forget that religion has actually come to give us balance in life. Religion has not come to bring woe upon us, for religion has found the balance between materialism and spiritualism. Religion has taught us to seek the material world in a just manner, legitimate, and use it into bettering or fostering our spiritual upliftment. I give a typical example here. If one works and attains all the material world without a spiritual aspect of it, the day a problem breaks up, for instance, the inability to repay a credit taken from a bank, or the inability to cope with a very huge debt, someone without spirituality will actually have suicidal thinking, decision to end up his or her life. But someone filled with spirituality will rather decide to do the best in settling this debt and leave the rest to God. This is where we need spirituality. And we know very well that with all the things going on earth, there must be a day of accountability where no lobby, no status, or whatsoever will actually take anyone from his crime or her crime. But then the just judgment will come. And this is also the basic reason why we believe. And we also know, like any other person know, that this life we lead in is a transit life. At least if you don't believe in death, you've seen your grandparents go, or your best friends go. Anyone has been going. So there will be a day that this world will be left behind, and we have to go and account for all our deeds and misdeeds. And that is the reason why we believe. But most unfortunately, this key point that religion has actually tried to bring, many other people or some people hide under the umbrella of religion to peddle their self-interest through their nationalism or nationalistic agenda or political agenda, which masks actually the essence of religious spirituality. And we saying we are actually far from people thinking this way. For we know our Prophet Muhammad, may peace and blessing of Allah be upon him, have shown us the best example. He lives peacefully with his Jewish and Christian neighbors for so many years.
So if someone comes today to tell us this is his view, we will say we are going to the root and we're not following you. This is what we have to look at. Dear brothers and sisters, dear honored guests, and political representatives present, we should know religion has come to bring us together and not to set us apart. And we should try to shun people who try to put any ideology, devilish ideology in our minds, to believe that showing yourself being better than someone is what makes you strong, but rather working hand in hand with people who even have diverse ideology, ideas and thinking from us makes us stronger people. Dear listeners, dear brothers and sisters, we should know that as Muslims, we've been given the core preaching in the Quran that all people, we've created you from a male and a female, and we've put you into tribes and nations that you may know one another. Verily, the best amongst you is the most God-fearing person, or the one who has actually a good deed than the other. This Islamic code did not pinpoint to color, nationality, language, status, or whatsoever as the sole criteria for someone being better than the other, which other people makes us believe. As Muslims, we don't believe that anything material is the set criteria for someone being better than the other, because anyone rich could be a criminal and they could be criminal poor persons. But then either rich or poor, black or white, whatsoever, whoever does good is the best amongst us. And again, the Prophet of Islam has also made us understand in trying to enlighten this text from the Holy Quran. He said, "O people, remember your Lord has admonished you to know that you are one family. For remember, an Arab is not better than a non-Arab, and a non-Arab is not better than an Arab. And also a black is not better than a white, and a white is not better than a black, except through piety." So, if this is the basic principle, why then should someone give another criteria for someone being better than the other? And again, for those who actually take the radical essence of life to peddle their self-interest or selfish interest in bringing the humanity into chaos, these are the words they should follow. And these are not my words. They are the words of our Lord in the Holy Quran that says, anyone who kills an innocent soul, a single innocent soul, is as if he has actually erased or deleted the entire human race. And the same way, anyone who is able to save a single life or single soul is as if he has saved the entire humanity. So where lies the ideology, and where do people get the ideologies of trying to go against innocent souls and still call themselves Muslims? We are far away from these people, and we will never tolerate them among our community. If we want to forge ahead in a strategic partnership with our non-Muslim neighbors to seek to the welfare of our community, we should stay away from these people, and whenever we find them, we should know they are people to be dealt with and put according to the laws of the lands in which we find ourselves. Dear brothers and sisters, to let you know one beautiful aspect of cohabitation or harmonious togetherness, Johann Wolfgang von Goethe of Germany once wrote in one of his divans
called Ostwestliche Divan, where he called Salman of Persia, also a poet, as his twin brother. And again, he said that there is no time he has felt better in his own environment of Frankfurt than in the environment of the eastern lands of Persia. This is something to let us know. As humans, wherever we live should be our home. Wherever we live should be our home. And Allah has told us in the Holy Quran in Surah or the chapter of Luqman, at the last verses, saying, none of you knows when he or she will die, and none of you knows in which land or which country he or she will die. This is something for us to know. Wherever we live is our home, and we should do everything possible to aid the development of the communities in which we find ourselves. Wish you all the best in the celebration today, and hope this day will be a starting point for a strategic partnership with our non-Muslim neighbors. May the peace and blessing of Allah be upon you, and I say wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.